Aus meiner zweiten Heimat Schwedisch Lappland, von wo ich euch heute einen kleinen Weihnachts- und Jahresendgruß schicken möchte. Ich bin Anfang Dezember wieder hochgefahren mit Finnlines von Travemünde nach Helsinki, was ich immer so liebe, weil ich schon während dieser 30 Stunden merke, dass ich einfach total runterkomme und dieses ja mal nichts tun müssen auf der Fähre so genieße. Und das stimmt mich wirklich immer total ein auf meine Zeit im Norden, wo es ja meistens doch etwas ruhiger zugeht. Ja, und dann bin ich auch nach einigen Tagen angekommen in meiner zweiten Heimat, dem Dorf Borčiešnес oder kurz Baskeri, wo ich auch das ganze letzte Jahr gelebt habe. Und dort werde ich nun die nächsten Monate verbringen in einem ganz schönen alten Holzhaus von meinen Freunden Katharina und Gustav, wo ich mich immer so wohl fühle. Und in dem Haus beginnt jeder Morgen für mich erstmal mit einer kleinen Flamme, sage ich immer. Denn ich mache Feuer in dem alten Ofen des Hauses, um das Haus hauptsächlich warm zu halten. Und natürlich muss ich danach, also meistens mache ich das direkt nach dem Frühstück, auch neues Holz aus dem Garten holen. Das ist da so schön aufgestapelt schon, damit ich dann für die nächsten 24 Stunden genug habe und das Haus eben warm bleibt. Das ist auch körperlich ganz schön anstrengend, aber ich liebe es. Einfach erstmal morgens kurz draußen sein und was zu tun, was mir dann gut tut für den Rest des Tages, damit ich warm bleibe, damit das Haus schön gemütlich bleibt. Dieses aktiv etwas dafür tun dürfen auch, dass es mir gut geht. Das ist für mich ein richtiger Segen, auch wenn ich dabei immer ganz schön ins Schwitzen komme. Ja, und tatsächlich an die Arbeit am Schreibtisch geht es dann erst danach. Das muss dann ein bisschen warten. Ich habe sofort wieder gemerkt, als ich hier angekommen bin, es ist halt ein ganz anderer Rhythmus. Also eben mal schnell, so wie wir es aus der Stadt kennen, das geht meistens nicht. Und das fängt schon damit an, dass man auch erstmal eine halbe Stunde das Auto aus dem Schnee ausgräbt und von Eis befreit, bevor man jetzt zum Beispiel mal die 20 Kilometer in den nächsten größeren Supermarkt fahren kann. Und wo ich früher gedacht hätte, das ist etwas, das mich total nerven wird, mittlerweile ist das für mich wirklich selbstverständlich geworden. Und ganz ähnlich wie beim Feuermachen auch, habe ich gemerkt, na gut, ich weiß es, ich nehme mir die Zeit und ich schimpfe nicht darüber. Es ist halt so, wenn man diesen wunderschönen Schnee auch im Winter und zu Weihnachten hat. Und dann muss man eben auch was dafür tun, dass irgendwas funktioniert. Und ja, es ist auch immer ein sehr schönes Workout. Also Fitnessstudio kann man sich hier oben wirklich sparen. Dieses Jahr ist hier oben in Schwedisch Lappland die Ostsee, also der botnische Meerbusen, sehr, sehr früh zugefroren. Meist passiert das erst so Anfang oder Mitte Januar. Aber sogar jetzt schon, Anfang, Mitte Dezember, war das Meer so fest zugefroren, dass man darauf laufen kann und dass auch Schneemobile darauf fahren können. Und ich habe das an einem wunderschönen Sonntag, meinem ersten Sonntag hier, dem 3. Advent, direkt ausgenutzt. Und dieser Tag, sage ich immer, war wie ein Geschenk des Himmels. Es fing schon an mit diesem spektakulären Sonnenaufgang, so gegen 10 Uhr morgens im Moment.
Und am Nachmittag, da kamen auf einmal ganz komische Wolken an den Himmel. Die sahen so ein bisschen wie so längliche Tropfen aus mit rosa und hellblau. Und sowas hatte ich noch nie gesehen. Und dann haben mir hier später meine Freunde erklärt, dass das Perlmuttwolken sind. Und das war noch nicht alles, denn am Abend kam dann auch tatsächlich noch Nordlicht. Richtig kräftig. Och, war das ein schöner Tag. Also ja, in den Himmel starren, hatte ich auch in meinem Buch geschrieben, ist eine meiner Lieblingsaktivitäten hier oben. Und mit diesem kleinen Weihnachtsgruß möchte ich euch natürlich frohe Weihnachten wünschen, euch und euren Lieben. Und ich wünsche euch, dass ihr genau wie ich hier oben im Norden ganz, ganz besondere Menschen in eurem Leben habt oder immer wieder neue Menschen kennenlernt, die wirklich euer Herz berühren und auf die ihr zählen könnt, egal ob ihr sie schon seit 20 Jahren kennt oder seit 2 Jahren oder vielleicht auch erst seit wenigen Monaten, wie meine ganz lieben und besonderen Freunde hier oben in Bortschirschness. Frohe Weihnachten euch allen und einen guten Rutsch in ein gesundes und entspannendes, aber manchmal auch ein bisschen spannendes neues Jahr.